Ihr seht an meinem Mundstück, ich habe hier etwas angebaut, ein sogenannter Booster. Doch was bewirkt dieser Booster? Anfänglich gleich mal vorne rausgeschickt, das Mundstück nimmt gewisse Schwingungen auf, überträgt es aufs Instrument, auch die Luft etc. pp. Und der Booster dämpft diese ein und lenkt diese Schwingung mehr aufs Instrument. Das heißt, im Endeffekt wird sich dein Ton verändern. In welcher Art und Weise, das hören wir uns nachher noch an, beziehungsweise reden auch noch drüber. Erstmal möchte ich euch zwei unterschiedliche Booster vorstellen. Ich habe jetzt hier dieses schwarze Modell von KGU Music. Das bringt ein Gewicht von 35 Gramm mit sich. Und ich habe hier noch vom Brand, das habe ich euch schon mal vorgestellt, mit einem Brandmundstück in Kombination aus einem leichten Kunststoffmundstück habe ich diesen Booster noch zusätzlich dazu gekauft, um das leichte Mundstück wieder auf Gewicht zu bringen. Wieso? Ich habe auf dem Kunststoffmundstück das Gefühl gehabt, dass der Ton nicht richtig einrastet, etwas variabel ist. Mit dem Booster habe ich zusätzliches Gewicht am Mundstück, der Ton wird wieder direkter und ich habe das Gefühl gehabt, die Sicherheit nimmt zu. Jetzt kann man natürlich nicht pauschal sagen, umso mehr Gewicht du aufs Mundstück packst, umso sicherer wird der Ton. Keinesfalls. Es kostet natürlich auch Ausdauer, mehr Gewicht zu spielen. Heavy-Trompeten mit schweren Ventildeckeln, schweren Mundstücken, Megaton-Mundstücken und noch mehr bringt immer mit sich, dass man das Gefühl hat, man wird schneller schlapp. Man muss sich an das Spielgefühl gewöhnen, man muss sich an den Sound gewöhnen und man muss auch ausprobieren. Es gibt diese Booster in unterschiedlichsten Gewichtungen, von 15 Gramm bis über 50 Gramm. Und es macht beim Spielen einen riesengroßen Unterschied. Vor Jahren, vor Corona damals noch, habe ich ein Gewicht benutzt, ich bin mir nicht mehr sicher, was es war, auf jeden Fall über 50 Gramm in Kombination mit meinem 3C Mundstück damals. Ich habe lange Zeit gespielt, 1,5 Jahre, und als ich durch einen Zufall das Gewicht wieder abgemacht habe, weil einfach die Halterung nicht mehr gehalten hat, aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen, habe ich nicht das Gefühl gehabt, okay, jetzt bin ich frei und jetzt kann ich spielen. Und das war der Grund für mich, dann erstmal ohne Booster zu spielen. Und jetzt vor kurzem habe ich dann dieses Brandmundstück eben gehabt, den Booster drauf gebaut, fast in Richtung Normalgewicht wieder, habe ein Kunststoffmundstück, also nicht dieses starke Abkühlen, wenn ich im Freien spiele, dieses Gewicht drauf und ich habe das Gefühl gehabt, ich spiele fast auf einem normalen Mundstück. Für mich wunderbar, vor allem draußen, wenn ich spiele, wenn es kalt ist. Aber es gibt natürlich noch weitere Funktionen, die der Booster mit sich bringt, nämlich, wie schon angesprochen, diese Direktheit im Ton. Du hast das Gefühl, wenn du draußen spielst, und das habe ich mit meinem 1,5C Mundstück hier immer, und ich spiele mit Kollegen, die einen etwas schärferen Ton haben, ich muss mit meinem Ansatz viel mehr arbeiten, dass ich einen identischen Klang, eine identische Durchsetzungsfähigkeit erreiche. Und mit dem Booster habe ich das Gefühl, ich kann ganz normal spielen und habe das gleiche Ergebnis. Ohne dass der Ton jetzt scharf oder schneidend wird. Er wird einfach etwas direkter, ein Vorteil für mich. Und in den Formationen, in denen ich spiele, brauche ich das, um eben mein Mundstück zu spielen und den gleichen Sound produzieren zu können, der sich eben genauso wie die Kollegen durchsetzen kann. Soll in dem Fall. Und da hilft mir natürlich der Booster unglaublich. Jetzt gehen wir mal auf den Booster zu sprechen. Ein riesengroßer Unterschied der unterschiedlichsten Booster, egal ob von KGU Music, von Tilts, von Bräselmeyer und so weiter, ist die Feststellschraube. Wenn ihr euch einen Booster besorgt, achtet darauf, dass diese Feststellschraube aus Metall gefertigt ist. Ich habe einen Booster, das ist der von Brand eben, der hat die Feststellschraube aus Kunststoff und die ist mir innerhalb von kurzer Zeit durchgebrochen. Na, man steckt das Mundstück, ja, ich muss gerade mal die Schraube innen wieder ein bisschen nach oben drehen, damit man gleich den großen Unterschied sieht. Wenn man den Booster mit dem Mundstück kombiniert, man drückt das Mundstück mit dem Booster fest zusammen und man sieht auch so einen kleinen Abstand. Jetzt schraube ich den Booster nach oben und dann sitzt der fest. Ich muss nicht fest zusammenschrauben, sondern ich merke schon, der sitzt fest, fertig. Bei dem Kunststoffmundstück und dem Brandbooster in Kombination hatte ich das Gefühl auch, habe weitergedreht und auf einmal, zack, ist die Feststellschraube aus Kunststoff leider einmal komplett der Länge nach gerissen und dann ist er kaum noch zu verwenden. Ich zeige euch das einmal anhand von diesem Kunststoffmundstück, weil ich habe da natürlich dann rumexperimentiert und das auch so fest kombiniert, dass ich es kaum noch lösen kann. Allerdings möchte ich es euch hier natürlich in dem Video auch zeigen, was das Problem des Ganzen war. Also ihr seht, hier habe ich jetzt ein bisschen Tesa, dann der Rest der Feststellschraube und vielleicht kann man es erkennen, hier ist ein Riss komplett von oben nach unten. Das ist auch nur noch die halbe Schraube, der Rest ist hier in dem Gewinde fest. Jetzt drücke ich das fest zusammen, schraube es dementsprechend fest und dann benutze ich diesen
Booster eben nur noch mit diesem Mundstück. So ist es eben. Ich habe das sowieso nie auf dem Metallmundstück benutzt, somit kann ich das auch in Kombination so lassen. Trotzdem natürlich ärgerlich, wenn man da 50, 60 Euro dafür ausgibt, das Ding innerhalb von kurzer Zeit reißt und dann ist das ganze Ding natürlich nicht mehr zu gebrauchen. Ich habe es jetzt fixiert, werde es auf anderen Mundstücken nicht mehr brauchen, kann damit leben, aber letztendlich ist es natürlich so, dass ich mich trotzdem geärgert habe. Das ist einfach so. Vielleicht haben sie mittlerweile nachgebessert, da muss man einfach ein bisschen recherchieren, da kann man mal nachgucken. Bei diesem Booster habe ich es euch schon gezeigt, da habe ich eine Metallschraube drin, die wird hundertprozentig nicht durchreißen, hält aber trotzdem am Mundstück sehr fest. Doch wie muss ich die jetzt fixieren, damit sie auch wirklich fest ist? Ich nehme immer das Mundstück und schraube die Schraube etwas nach oben in den Booster hinein. Setze den Booster jetzt aufs Mundstück, drücke fest zusammen und wie gerade eben schon gezeigt, in gewisser Abstand. Schraube jetzt nach oben, bis es fest sitzt, ein bisschen weiter, vielleicht so 1 mm höchstens und da wackelt nichts, es ist einfach bombenfest. So, jetzt haben wir hier natürlich auch die klanglichen Aspekte. Booster sollen im Allgemeinen Anstoß verbessern, den Ton direkter machen, durchsetzungskräftiger machen und das kann ich absolut bestätigen. Wenn ich ohne Booster spiele, habe ich das Gefühl, der Tonraum ist ungefähr so groß, ne? Also das wäre zum Beispiel jetzt mein C2. Idealerweise treffe ich den Ton in der Mitte. Durch den Booster wird der Ton etwas geringer, das heißt meine Treffsicherheit in der Mitte wird erhöht. Und das kann ich unterschreiben, das Gefühl habe ich immer. Natürlich wirst du insgesamt etwas unflexibler, dafür wird der Ton aber in sich stabiler. Ein Kompromiss, aber den gehe ich gerne ein und vor allem, wenn du einmal gut eingestimmt hast und auch ein gutes Gehör hast für deine Töne, wo die hin müssen, dann spielst du einfach insgesamt stabiler. Wichtig ist immer, wenn du mit Booster anfängst zu spielen, entscheide dich erst für die kleinen Gewichte, 15 Gramm auf 20, 25 Gramm. Der hat jetzt 35, da merkt man auf jeden Fall schon einen großen Unterschied. Der Brandbooster bringt 45 Gramm auf die Waage und es gibt natürlich auch Booster, die über 50 Gramm liegen. Ich empfehle dir immer, fang mit den kleinen an und steigere dich nach oben und geh auch den Schritt wieder zurück, wenn du merkst, boah, es ist einfach zu schwer, das brauche ich nicht. Es optimiert nicht immer dein Trompete-Spielen, das muss man einfach sagen. Also nicht jeder Booster drauf und man hat hier ein Geheimrezept für XY-Problem gefunden, sondern es ist immer ein Gadget, was dein Trompete-Spielen verändert. Und die Frage ist immer, ist es geeignet für dein Trompete-Spiel oder nicht? Ausprobieren, ne? Probieren geht über Studieren, heißt es immer so schön und dementsprechend möchte ich dich animieren, probier es aus und wenn es nichts für dich ist, weg damit, dann letztendlich ohne spielen oder eben andere ausprobieren. Wir stellen jetzt einmal klanglich die beiden Klangbeispiele nebeneinander. Ich spiele erstmal ohne den Booster, ich hoffe, dass es natürlich hier gut rüberkommt mit dem Mikrofon. Einmal ohne. Okay, und jetzt das Ganze einmal mit Booster, also wieder zusammenschrauben, einen Millimeter mehr. Aber natürlich soll man immer erstmal die Gegenschraube ein bisschen weiter höher schrauben, das ist gerade eben vergessen. So, jetzt passt das Ganze. Also ich merke einen großen Unterschied. Auch hier im Raum merke ich, dass mit dem Booster das Ganze etwas klarer wird für mein Ohr und etwas direkter. Ohne dass ich jetzt lauter oder leiser gespielt habe. Ich habe genau versucht, das Gleiche zu machen und dementsprechend war es für meine Ohren ein Riesenunterschied auch von meinem Spielgefühl. Also wie gesagt, etwas klarer, direkter. Ich spiele nicht gern schneidend, also dass der Ton andere Instrumente übertönt. Letztendlich geht es immer darum, dass man eine gute Balance findet, also so wie so eine Klangpyramide, dritte, zweite, erste Trompete, die dritte unterstützt die zweite, die in Kombination unterstützen die erste und so weiter und so fort. Also es darf sich schon mal durchsetzen, aber nicht permanent schreien spielen. Das macht überhaupt keinen Sinn und dementsprechend spiele ich auch nicht auf diese Art und Weise. Aber mir hilft der Booster, um insgesamt etwas weniger geben zu müssen, um ein gewisses Ergebnis zu erreichen. Und deswegen spiele ich aktuell mit diesem mittleren Gewicht von 35 Gramm zusätzlich auf meinem Mundstück. Habe bis jetzt noch keine Nachteile bemerkt und dementsprechend bleibe ich auch dabei. Ihr wollt euch informieren, ich verlinke euch die verschiedenen Booster, Firmen, Ansprechpartner unten in der Videobeschreibung. Lest da gerne mal rein oder probiert den ein oder anderen Booster in Kombination mit eurem Trompetespiel aus und entscheidet euch dann wirklich ja oder nein. Ne? Also da gibt es kein besser oder schlechter, sondern einfach nur, ist es geeignet oder ist es nicht geeignet. Und dazu möchte ich euch animieren und letztendlich sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespiel. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie es bei dir aussieht. Spielst du mit Booster, spielst du ohne Booster? Was hast du festgestellt? Probierst du gerade um? Hast du Fragen? Ab damit in die Kommentare. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, ciao, euer Nico.